wir mal ganz ehrlich, Lean ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Es gibt 7 Verschwendungsarten, die kannst du alle in deinem Kühlschrank auch nachvollziehen. Der Hammer ich habe so einen kleinen Hammer von der Messe, den finde ich total toll. Den konnte man sich selber bauen, das ist mein Lieblingsform. Jörg Woytun bin ich, Geschäftsführer der Jotor GmbH und Co. KG, vorher Rosbach-Woytun, jetzt Jotor. Mache das Ganze jetzt quasi seit 2016 in der Rolle. Freue mich, dass ich schon einen Laden aufbauen durfte, freue mich, dass ich schon lange mit Cleform zusammenarbeite, in meinem ersten Berufsleben als auch das als Geschäftsführer hier. Und ich glaube, das war für uns ein richtiger Gamechanger, ein Unternehmen zu bauen, was eigentlich eine KMU ist, aber mit Mitteln aus der Industrie. Letztendlich machen wir Baugruppenmontage. Also wir montieren auf Anforderungen für Kunden. Das machen wir meistens in der Baumaschinenindustrie als auch im Sonderfahrzeugbau. Wir selber kriegen eine bepreiste Stückliste und ein Testprodukt. Dieses Testprodukt montieren wir einmal für uns und danach konzipieren wir eine Karakuri-Linie und bauen uns so nach und nach eine Linie zum Montieren der Bauteile auf, die unter den Aspekten läuft, dass wir ergonomisch sauber sind, dass wir von den Arbeitsabläufen sauber sind und dass wir das Ganze im One-Piece-Flow machen. Meine ganzen Mitarbeiter waren auf einem Workshop bei Cleform gewesen, danke nochmal dafür, und haben gelernt, diese Linien aufzubauen. Das heißt, wir können uns selber Teile anrollen lassen, selber Teile wegrollen lassen, selber Teile heben, selber Teile verschieben. Das ist alles halbautomatisch, sodass es die eine One-Piece-Flow heißt, wir fassen jedes Teil nur einmal an und bauen es zusammen. Wir legen nichts, was wir in der Hand gehabt haben, wieder ab. Was man in der Hand hält, verbaut man. Das ist die One-Piece-Flow bei uns. Das Projekt mit Cleform war direkt nach dem Umzug die Konzeptionierung von der Linie für die Deichselköpfe. Das war das erste Projekt, was wir gemacht hatten. Ich hatte noch einen alten Kontakt aus meiner alten Angestelltenwelt. Den hatte ich angesprochen und dann schlug aber irgendwie 4 Wochen später Christian Schäffer bei uns auf und kramte diese ganzen Vokabeln wieder vor. Wir haben uns gegenseitig quasi wie Ping-Pong-Bälle Ideen zugeschmissen und dann konstruierte sich was. Ja, und das Spannende ist mit dabei. Also wir haben so 3 Meilensteine, die wir brauchen. Wir brauchen vernünftige Gestelle für vernünftige Teileandienung durch Cleform. In diese Cleform-Gestelle installieren wir von uns selber konzipierte Vorrichtungen, um die Materialien sauber aufnehmen zu können. Und dazu, hatte ich vorhin kurz gezeigt, haben wir über 3D-Druck die Möglichkeit, uns kleine Hilfswerkzeuge selber zu machen, beziehungsweise ans Cleform-Regal anzubringen. Ob es mal ein Halter ist für eine spezielle Flasche, ob es ein Halter ist für einen speziellen Schrauber oder für einen speziellen Drehmomentschlüssel. Wo setzen wir Cleform überall? Ganz ehrlich, wir haben einen Kaffeetisch uns machen lassen von Cleform, wo unsere Kaffeemaschine drauf steht. Unten drunter stehen Tassen und nebendran ist eine kleine Ecke, wo man sich hinsetzen kann. So setzen wir auch Cleform ein. Wir setzen Cleform in der Produktion ein. Wir haben einen großen Meetingtisch uns von Cleform machen lassen, wo man steht, weil ich das Thema Stehen immer viel dynamischer finde als Sitzen, also einen großen Meetingtisch. Den rollen wir auch zum Grill, dann ist es unser Grilltisch. So können wir das auch machen. Also wir setzen es quasi durchweg bei jedem Produkt ein. Ich könnte mir kein Produkt ohne Cleform vorstellen. Die Flexibilität und das, was selber zeichnen könnt. Also Flexibilität durch das Rohrsystem und durch die ganzen Scharniere kann ich mir, wie bei Fischertechnik, wenn man das so aus Kinderzeiten kennt, kann ich mir alles Mögliche und nichts aufbauen. Und ich kann es wiederverwenden. Das ist das Nachhaltigkeitsthema, was ich da ganz cool finde. Weil das Rohr, was heute 1 Meter lang ist, kann morgen 75er Rohr sein, was ich mir in eine andere Struktur mit einbringe. Ich habe mir relativ schnell Möglichkeiten, Verbesserungen umzusetzen, weil ich mir einen Großteil an Ersatzteilen von Cleform hingelegt habe, wo ich meine Rolle tauschen kann, wo ich mein Rohr verlängern kann, wo ich meinen Winkel anders setzen kann. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass man sich verschiedene Farben auswählen kann. Da stehe ich so drauf. Also bei uns ist, wenn man nachher vielleicht die Bilder sieht oder das hier sieht, die Längsrohre sind alle orange und die hochstehenden Rohre sind alle in einem Grauton. Finde ich klasse. Wir können ein ESD mit umsetzen und eigentlich alle Ideen, die man im Kopf hat, kriege ich mit Cleform umgesetzt. Wir haben das Programm von euch und wir haben 2 von meinen Mitarbeitern, die können das alles zeichnen. Und dann haben wir für uns die beste Lösung gefunden. Wir lassen uns die Rohre geschnitten von Cleform kommen, weil das weniger Platz auf dem LKW verbraucht. Und im Zusammenbau setzt sich mein Mitarbeiter mehr noch wieder mit dem Gestell auseinander, wie es funktionieren soll. Also ich habe in dem Zusammenbau ein Verständnis von dem Regal oder von dem Arbeitsplatz für meine Mitarbeiter. Deswegen lassen wir uns alles geschnitten kommen. Günstiger Versand. Und dann das Gute, dass im Aufbau nochmal mehr
Verbundenheit zu dem Gestell kommt oder zu dem Arbeitsplatz kommt. Der Hammer ich habe so einen kleinen Hammer von der Messe, den finde ich total toll. Den konnte man sich selber bauen. Das ist mein Lieblings-Skateboard. Nee, den fand ich wirklich klasse. Damit kann man alles zeigen. Es ist ein Hammer mit so 2 Kappen drauf und so verschiedene Farben, verschiedene Scharniere. Konnte man sich selber bauen. Das fand ich, ist so mein Lieblingsprodukt. Ja, und viele von den Linien, die wir haben, sind Lieblingsprodukte, weil sie einfach funktionieren. Also wir machen ja Stückzahlen, die weit über 10.000 sind. Und es funktioniert alles weit über 10.000 Mal, weit über 100.000 Mal, wenn ich sehe, wie lange wir die Gerätschaften schon haben. Wenn wir ein Problem haben, rufe ich bei Krefeld an, ob ich den Tim Tiefenauer anrufe, den Christian Schäffer anrufe oder wen auch immer ich da gerade ans Rohr kriege. Und man kriegt Verständnis für sein Thema. Dadurch, dass ihr schon öfters bei uns wart, kann sich jeder, glaube ich, ganz gut in die andere Person reinversetzen. Und dann kann man quasi im Gedankenaustausch am Telefon schon Lösungen wieder erschaffen. Das finde ich total klasse.